Ja, herzlich willkommen zu dieser Saisonvorschau-Pressekonferenz vom FC Zürich. Sorry, dass wir ein paar Minuten zu spät sind. Und dafür machen wir es jetzt umso genauer. Vielleicht einleitend folgende Information. Wir haben ein bisschen mehr als 8000 Saisonkarten verkauft für die neue Saison, weil die Frage immer wieder gestellt wird. Und für den Match vom Sonntag sind knapp 11'000 Billette weg bis jetzt. Gut, bei uns auf dem Podium herzlich willkommen Bo Henriksen, unser Cheftrainer, und der Präsident, der Ancillo Canepa. Bo, 5 Wochen Vorbereitung sind durch. Wie bist du zufrieden mit dieser Vorbereitungsphase? It has been good. It's a lot of good experiences. I've done a lot of work with the team, and physical wise, we are exactly where we want to be. I only have one injury, and that was most important thing. And then, of course, we worked a lot of the tactical stuff to change a little bit, and then we played a lot of games, and it's been good for us to play a little bit more. We still have more or less the same squad as we had last year. Of course, there's a few players went out, a couple of players coming in, and we have a good consistency in the group, and we know each other really well. We know exactly what we want to do, and so we are well prepared. There's no excuses. We just need to go out and play football and enjoy it. Chilo, ich habe vor ein paar Tagen im Blick gelesen, der FCZ steckt in der Sportcheffalle. Was kannst du dazu sagen? Ja, mit dem Nachsatz, dass noch gestanden ist, dass die Schweizer Berater und Agenten uns irgendwo boykottieren. Also wenn ich Journalist wäre, bevor ich irgendwelche Räubergeschichten würde schreiben, würde ich mich vielleicht halt einmal erkundigen und vielleicht mal Kontakt aufnehmen mit den Personen, die da involviert sind und die vielleicht wirklich wüssten, was da abgeht. Also die Fakten sind wie folgt. Erstens, wenn ich mich zurückerinnere in den letzten paar Jahren, haben wir keinen Transfer realisiert mit irgendeinem Schweizer Berater oder einem Schweizer Agent. Zweitens, den Schweizer Markt kennen wir, weiss Gott, selber genug gut. Also da müssen wir nicht auf irgendwelche Ideen von irgendwelchen Beratern und Agenten warten. Drittens, wichtig ist, dass wir sicher Zusammenarbeit und Kontakt haben, immer noch haben mit Berateragenten aus dem Ausland. Also wenn es Transfer gibt mit ausländischen Spielern, da ist meistens ein Agent involviert. Oder? Aber von dort her ist auch der Vorwurf, oder? Wir sagen die keinen Transfer gemacht haben. Wir hatten schliesslich 4 Abgänge gehabt und die sind nicht ersetzt worden. Stimmt so auch nicht, oder? Das ist auch undifferenziert irgendwo kommentiert, weil 2 von diesen 4 Spielern sind Spieler gewesen, die bei uns keine wahnsinnig grosse Rolle gespielt haben, sind also eher Ergänzungsspieler gewesen. Der eine ist der Romer Aschik, den haben wir den Tapela geholt, und der andere ist der Gemaili. Aber da muss man auch etwas von Kaderplanung verstehen und vielleicht einmal überlegen, dass wir vielleicht der ein oder andere sehr junge Spieler mit sehr großem Potenzial. Ich denke da vor allem an Pleti Krasnicki, der ja bei uns jetzt den Vertrag verlängert hat bis ins 26. Also gehen wir sicher nicht an und holen irgendwelche externe Spieler, um dann einem eigenen Spieler den Platz wegzunehmen. Also das hat alles seine Überlegungen. Also von dort her, so naiv sind wir sicher nicht, und in welcher Sportcheffalle stecken wir auch nicht. Also von dort her, das Kader mehr oder weniger steht, was ich schon mehrmals gesagt habe, dass es punktuelle Anpassungen gibt, das ist möglich. Ich darf auch nicht vergessen, wir haben immer noch ein sehr grosses Kader. Dieses Jahr sind wir nicht im Europacup, also von dort her brauchen wir auch nicht so viele Spieler, wie wir das letzte Saison hatten. Aber ich kann nur das bestätigen, was auch der Bo vorhin gesagt hat. Ich glaube, wir hatten ein sehr gutes Trainingslager gehabt und ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Saison erleben werden. Und Ziel, wenn das auch noch immer die grosse Frage ist, klar haben wir ein Ziel, ich tue das sogar öffentlich verkünden. Das Ziel ist, dass wir nach 33 Runden unter den ersten 6 sind. Das ist klar unser Ziel. Ich nehme an, das gilt für die anderen 11 Mannschaften auch. Gut, danke Chilo. Die Runde ist offen für Fragen an die beiden Exponenten.
Gila, willst du gleich noch mal einen Spielerberater als Berater holen? Mir geht es nicht darum, ob Spielerberater oder Agent oder weiss der Teufel was. Mir ist es darum gegangen, jemanden zu holen, der Erfahrung hat, der kompetent ist, der auch integer ist. Und ich habe es auch noch mehr als einmal gesagt, es geht uns darum, dass wir mal den ganzen Transferbereich, die Transferabläufe, die wollen wir mal analysieren, wir wollen auch mal überlegen, ob wir im Bereich Talententwicklung, Talentmanagement, dass wir dort den nächsten Schritt machen können, weil natürlich, wir sind auch ein Teil von dem ganzen Fußballsystem und es geht auch um wirtschaftliche Überlegungen und wenn wir unsere Transfer optimieren wollen, dann müssen wir uns überlegen, wo können wir uns verbessern. Da ist der Milos einfach der beste Mann in der Schweiz, mit der meisten Erfahrung, der erfolgreichste auf seinem Gebiet. Also von dort her, das war für mich das einzige Kriterium gewesen. Aber es ist eigentlich ein Stilbruch bei dir. Das ist jetzt ein paar Jahre her, dass du mal eine schwarze Liste gemacht hast mit Spielerberater, die nicht mehr zu tun haben. Also dass jetzt du genau von den Spielerberater kommst. Aber nochmal, ich wiederhole mich, mir ist nicht darum gegangen, was der für einen Beruf hat, mir ist darum gegangen, wie kompetent ist eine Person, wie viel Erfahrung hat, wie erfolgreich ist. Das ist das Kriterium. Und das mit der schwarzen Liste, ja das stimmt, ich könnte heute auch wieder eine machen, aber das interessiert mich eigentlich nicht, weil ich vorhin wie gesagt, wir haben seit Jahren keine irgendwelche Transfer gemacht, wo Schweizer Agenten dabei waren, wo federführend dabei waren. Ich muss so sagen, wenn du einen ausländischen Transfer machst, dann brauchst der Ausländer braucht eine Schweizer Bezugsperson, die einfach noch mit unterschreiben tut, aber im Prozess überhaupt nicht involviert war. Bo, was erwartest du von deiner Mannschaft in der neuen Saison? Du hast es angetönt, dann wird das Spiel ein bisschen ändern. Ich meine, in der letzten Saison war es anders, da musstet ihr schauen, dass ihr nicht absteigt. Und jetzt müsste das Ziel wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Also müsste auch vielleicht der Spielstil ein bisschen anders sein. Of course we will try and change it a little bit. It was of course a different task, like you're saying yourself, what I came to last time. To stabilize something and change management, but of course now we will see if it's possible to do a little bit more attacking wise and see if it's possible to score more goals than we did, and that's right now our aim is to play more attacking football as we did without conceding too many goals. I think that's the main goal for everybody as a coach. But of course, it's we changed the style a little bit as well. We changed to 3 strikers, for example, and which is one of the things that is hopefully going to succeed for us, and hopefully is going to make us more dangerous, also to score more goals. Also, not only from the strikers, but also from the rest of the squad. And then of course in the last third, we need to develop some really clever assist runs where we have to be aware of where we're running. The statistics shows everything. Where it's just, if we go down to the assist zones and we run down there, and in the last third we do it difficult for the opponent. So that's what we have worked at for the whole pre-season. And hopefully that's what we have seen also in the games. Of course, we haven't had the best opponent, but the last game against Fürth, we should have scored 5 goals, and it's still against the second Bundesliga team. So right now we're comfortable with that. The main thing is of course on Sunday we can talk, but we have to see on Sunday. That's the whole team all the time is to come there when it really matters, and on Sunday is by far the most important game right now. We need to win our first game, 11-12 games before we did last season. Der Blerin Cemaili fehlt. Der Präsident hat es angekündigt, Präsident Kasnitsch hat eine Möglichkeit, ihn zu ersetzen. Wie sehr hast du jetzt gespürt, dass er nicht mehr da ist? No, but of course, hey, it's football, and Bitchy is not there either. Ole Silner is not there either. Like, I've tried to be a coach for now 20 years, and every year somebody's leaving, and that's a part of it. Of course, he was a big legend in the club. He had a big influence on the squad, of course, as well.
But when somebody leaves, somebody takes over. It's the same in my job. It's the same in your jobs. That's how life is, and nobody is. How do you say it? Not replaceable. Not replaceable, and so in that sense, all the respect to play him because he was a fantastic personality, fantastic asset to the club. But I'm confident that we can replace him. I'm confident that somebody else will take over. A lot of possibilities in the middle of the park, and especially Bladian. It has to be his season. He came a little bit later, back from the national, from the under 21 national tournament, and in the end of the day, it's. I'm sure that we will be capable of that, and we have a lot of leaders in the club. So I don't have any doubt of anything, and especially not my place. Weitere Fragen? Ja, Matthias? Ancillo, der Sportchef-Fall hat schon ein bisschen darauf abgezielt, dass der Bo seit Wochen jetzt einen Stürmer eigentlich wünscht, dass er sagt, seit Wochen das Kader muss verkleinert werden. Wie schaffen denn ihr momentan? Warum passiert da ausgesehen? Ich weiß nicht, wie viele tausend Cheftrainer es in Europa gibt oder weltweit. Oder? Aber ich denke, jeder von diesen x-tausenden Cheftrainer wird am Schluss irgendeinen Wunsch haben und sagen, ich will einen Stürmer, der uns irgendwie 20, 30 Goal schiessen tut. Also, das ist ja nichts Neues. Also, seit ich da dabei bin, ist das ja immer das Ziel. Aber wir haben natürlich auch gelernt aus der Vergangenheit. Oder? Nur einen holen, damit wir einen holen, das machen wir sicher nicht mehr. Es muss einfach uns sportlich weiterhelfen. Wirklich, muss uns sportlich weiterhelfen. Oder es ist jemand, der einfach ein grosses Potenzial hat, ein junger Spieler, der dann wirklich irgendwann gross bei uns einschlagen kann. Also von dort her ist einfach das Kriterium. Und wenn das Kriterium nicht erfüllt ist, dann machen wir nicht irgendwie einen Notkauf aus einer Hysterie raus. Also da sind wir gnadenlos. Und das Zweite, das ist wie früher, was ich immer gesagt habe, bei uns ist nicht einer allein, der Transfer macht und dies oder jenes macht. Wir sind ein Team. Also, der Cheftrainer war immer ein Teil von dem Transferteam. Ich bin immer ein Teil von dem Transferteam. Wir haben einen Leiter Entwicklung, der Heinz Moser, der immer da dabei war. Wir haben ein Scouting-Team. Also von dort her geht die Arbeit genau gleich weiter. Und also von dort her, das ist, weiss Gott, kein Grund, wieso dass wir jetzt noch nicht den gewünschten Transfer von einem Top-Stürmer gemacht haben, oder? Sondern weil wir einfach entsprechende Ansprüche haben. Also können wir einen Top-Stürmer erwarten? Also, ich meine, das ist ja die Wunschvorstellung nochmal. Also, wenn du einen Spieler holst, dann erwartest du ja, dass er ein Top-Spieler ist. Und das ist immer auch das Thema, ich sage immer, Trüffelschwein-Mentalität. Es gibt mit Sicherheit in Europa noch einige Spieler, die finanziell machbar sind, die ein riesiges Potenzial haben. Man muss es einfach finden. Und das ist ja ein bisschen die Kunst. Darum sind wir nochmal dran, im Rahmen von unserer Scouting-Abteilung die Namen anzuschauen. Und der Bo ist da involviert. Also wir haben da schon einige Dossiers gehabt, eben auch Dossiers bekommen aus dem Ausland. Und dann schauen wir es an, passt vom Profil her, passt vom Werdegang her, passt auch vom Charakter her. Und am Schluss ist dann der Entscheid, machen wir es oder machen wir es nicht, oder? But it's important to also understand, like when we talk about strikers all the time, because we want not only 20-30 goals from a striker, we also want him to be 2 meter high and run like Carl Lewis, you know. Holland. Holland. That's what everybody's looking for. But at the end of the day, right now, we actually have some really good players as strikers, which is important for me. So we are looking for someone who can actually, hopefully, in the future make that, and maybe not one exactly right now, because Tushing, as it is, in my view, is by far one of the best strikers in the league. So in that sense, I think it's important to actually that we are really satisfied with the strikers I have. I'm really satisfied with it. Especially Tushing, we have Santini as a second striker, we have a young one, Juni, as a third striker. So we have potential. For me, it's important to not talk about only the ones we don't have, but actually the ones we have is
Und wir haben jetzt auch Mittelfeldspieler, die Tore schießen können, Matthew, Conde, das haben wir früher das Titel lang auch nicht gehabt. Also Marquesano, wenn er wieder gesund ist, der in der vorletzten Saison ja Haufen Goal geschossen hat, oder? Aber der Typ, den wir eben suchen, wie es der Bo auch gesagt hat, eben 2,20 Meter und 9,9 Sekunden auf 100 Meter. Und das ist nicht ganz einfach zu finden. Gillo, ich habe noch eine andere Frage. Ja, bitte. Du schaust ja sicher, was momentan läuft, du hörst ja sicher das Theater um den Yashari. Könnte sich das der FC Zürich auch vorstellen, wenn er jetzt so einen hätte, so einen Juwelen, haben wir vielleicht auch einen und der Liga-Konkurrent, dass man dem einfach den nicht abgibt? Also wir haben, ich wollte die Situation in Luzern nicht kommentieren, da kann ich dort zu wenig. Aber wir haben natürlich eine ähnliche Situation mit dem Omeraschik. Also da ist der FC Basel auch gekommen und hat den Omeraschik nach Basel holen. Und dann habe ich auch gesagt, nein, also wir wollen sicher nicht unsere Topspieler innerhalb der Liga verkaufen. Das hat auch Wettbewerbsgründe, oder, dass man das nicht gemacht hat. Oder? Aber gibt es ja bei allem eine Schmerzensgrenze, wo du gesagt hast, okay, gut. Nein, da gibt es keine Schmerzensgrenze. Am Schluss geht es auch noch ein bisschen um Integrität, ein bisschen um Moral. Da kannst du in dem Fall verstehen, die Haltung. Ohne jetzt auf den Fall einzugehen, einfach aus deiner Sicht für den FC Zürich. Ja, ich meine, ich nehme an, der Yashar ist A für Luzern ein sehr wichtiger Spieler und B, so wie ich es immer gehört habe und gelesen habe, wird er als nächsten Schritt ins Ausland machen. Oder? Also von dort, im Sinne von einer Laufbahnplanung wäre das wahrscheinlich nicht unvernünftig. Also ja, natürlich. Also ich kann nachvollziehen, was da passiert. Du sagst ja immer, es gibt Transfers, es gibt Europacup-Einnahmen und es gibt Dritte. Mhm. Ich sage namens Canepa, du sagst es nicht, wo das Defizit der strukturelle decken. Wie sehr sind wir jetzt unter Zwang, noch jemanden zu verkaufen? Weil Europacup haben wir nicht. Dass da ein Defizit etwas können machen können. Also richtig ist, dass wir sicher wieder budgetmäßig jetzt strukturelles Defizit haben, im mittleren einstelligen Betrag. Aber wir werden sicher nicht verkaufen, um es zu verrecken, nur damit wir das Defizit können, oben runterbringen. Also nochmal, das haben wir in der Vergangenheit auch bewiesen, dass wir nicht einfach jedwelches Angebot annehmen. Wir haben Preisvorstellungen und von dort muss es einfach, ein Transfer muss stimmen, auch sportlich. Oder? Also von dort her, nein, nur aus finanziellen Gründen einen Transfer machen, das ist nicht die Idee. Nein. Albert, du hast dich vorher noch gemeldet. Ja, Ancillo, ihr seid jetzt auf der Suche nach einem Stürmer. Jetzt, mit deinem Kontakt und das, was ihr bis jetzt gemacht habt. Wie ist denn dein Gefühl, dass ihr eine Erfolgsmeldung machen könnt? Oder dass es nur Wunschdenken bleibt? Oder dass ihr wollt sagen, ja, wir haben den K, aber alles jetzt dünner? Es ist ein bisschen alles von dem. Es ist ein bisschen alles von dem. Oder? Sicher haben wir schon den einen oder anderen eruiert, wo wir gesagt haben, der würde gut zu uns passen, dem Trainer hat er gefallen. Und dann sind dann halt auch die finanziellen Rahmenbedingungen, die dann nicht stimmen. Oder? Was ich auch nicht kann, ist irgendeinen Spieler holen, der unser ganzes Salärsystem irgendwo sprengen würde. Und, also von dort her haben wir unsere Salärstruktur und ein neuer Spieler muss innerhalb von dieser Salärstruktur passen. Und von dort her, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, es geht ein bisschen Trüffelschwein-Mentalität, dass man da jemanden findet. Und wenn man halt nichts findet, wie es der Bo auch richtig gesagt hat, wir haben immer noch genug Spieler, die können Goal schiessen. Wir haben den einen oder anderen Spieler, der vielleicht in der letzten Saison verletzt war. Ich denke an Santino, der rein vom Physischen her dem würde entsprechen. Einer, der eigentlich weiss, was Goal steht. Einer, der auch ein typischer Boxspieler ist. Aber sich bis jetzt sicher noch nicht hat er so können bei uns präsentieren vom Potenzial her, das nicht. Aber wer weiß, jede Saison fängt wieder bei Null an. Aber es ist ein bisschen alles von dem, was du vorhin erwähnt hast. Wo ist denn die Schmerzgrenze für einen Transfer zu machen? Ja, ich tue das jetzt nicht konkret finanziell definieren. Oder?
Wir werden sicher nicht einen siebenstelligen Betrag für einen Spieler zahlen, sicher nicht. Das können wir nicht. Ja, das wollen wir nicht. Ja, Das wollen wir nicht. können kann man irgendwo immer irgendetwas, oder? Aber es geht alles um Vernunft. Ja, Gilles, wie sieht es aus mit dem neuen Modus? Freust du dich auf den neuen Modus? Ja, auf jeden Fall ist es sicher ein besserer Modus, als was ursprünglich angedenkt war mit diesen Playoffs. Man muss einfach sagen, der am meisten Punkte hat am Ende der Saison, der ist Meister. Oder? Das ist einmal von Grund auf fair. Und ja, das ist ja auch das, was ich nochmal immer wieder argumentiert habe, dass wir jetzt 12 Mannschaften sind und mathematisch das Abstiegsrisiko ein bisschen reduzieren. Das ist einmal schon ein bisschen gut für die Nerven. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt so Mannschaften drin haben, die wir in den letzten paar Jahren in der Superliga so nicht hatten. Das ist schön, wieder mal gegen neue Mannschaften spielen, neue Gesichter sehen. Also ich freue mich auf die neue Saison und das wird sicher eine spannende Saison. Also es gibt so zwei Spannungsperioden. Wer kommt durch die ersten 6 und wer da in den oberen 6 und unteren 6 holt am meisten Punkte. Also ich denke, es gibt eine gute Saison. Kann man es auch vereinfachen. Wenn er unter die ersten 6 kommt, dann ist es eine gelungene Saison. Wenn er nicht unter die ersten 6 kommt, dann bist du garantiert nicht zufrieden. Das würde ich unterschreiben, ja. Aber dass in dem Modus eine ungerade also nicht eine gleich grosse Anzahl Heim- wie Auswärtsspiele kannst du haben. Wir können 8 Heimspiele und 20 Auswärtsspiele. Ja, Thomas, das ist ein altes Thema, das wir auch schon 100-mal miteinander besprochen haben. Nein, das Problem war ja wirklich immer, dass wir gesagt haben, wir haben ja damals in der Liga einen neuen Modus gesucht. Oder? Natürlich wäre es am gescheitsten, wir würden eine 18er-Liga machen in der Schweiz, aber haben wir genug Mannschaften für eine 18er-Liga? Im Moment nicht, oder? Und eine 14er-Liga, da hast du einfach Probleme mit den Anzahlmatches. Und darum haben wir jetzt die 12er-Liga. Und dann ist einfach das schottische Modell hat uns dann als Vorbild gegolten, dass man gesagt hat, okay, du hast mal 33 Matches, nachher machst du die 5 die Zusatzmatches. Und die Idee ist natürlich schon so, dass man dann von Saison zu Saison das so anpasst. Also wenn ich in der Saison 1 weniger Heimspiele habe, dann soll in der Saison 2 das so korrigiert werden. Das Pech ist auch, wenn du abgestiegen bist und nicht ungerade Jahre. Ja gut, erst dann habe ich schon so Pech, dann kommt es auch nicht mehr drauf an. Matthias? Gilles, du freust dich auf die neue Mannschaft, also, aber Hand aufs Herz. Also Aarau zum Beispiel wäre doch sicher lieber wie Stade Lausanne oder lieber da als Reisen. Also rein logistisch, oder? In Aarau, in einer halben Stunde bist du in Aarau. Und von Lausanne musst du wahrscheinlich vorne übernachten, also es ist sicher teurer gehen nach Lausanne. Aber nochmal, also ich wollte nicht nochmal zurückerinnern, aber wir sind einmal ein Jahr in der Challenge League und haben gegen einen Haufen neue Mannschaften gespielt. Und das ist auch spannend und interessant, oder? Als wenn du immer nur gegen die gleichen Mannschaften spielst. Und nochmal, ich kenne die 3 Mannschaften, die gekommen sind, oder? Keine gute Erfahrung, keine gute Erinnerungen. Gegen Lausanne im Cup rausgefallen, gegen Girardot im Cup rausgefallen. Das hat Lausanne unsere U21 ziemlich viel mal gefordert. Also, das sind gute Mannschaften. Weitere Fragen? Wie siehst du von dieser Saison die Stärkenverhältnisse in dieser Liga? Also wenn du ein bisschen einteilen kannst, wen siehst du ganz oben? But I think there's this league is really tight, and we saw that last year as well. Like from the second spot to the last spot, I think there was at one point last year 8 to 10 points. So I think it's really important that we can talk about the strongest teams. We can talk about the ones who should be a little bit lower, whatever, and who is spending the most money. I think from 2 till what I saw last year anyway, from 2 till 12, it's going to be really equal, and then it's about the teams who has the quality and gets a good start. We saw last year how important that is. Need to get in a real good rhythm. The good part of football is not only about money. Hey, I think that's really important to know. And what I saw last year, the 3 games we played against Young Boys, we didn't lose. When I was there anyway, we draw all 3 of them, and they are good.
it's a strong team. And of course, but now they have to play Europe. Now they have to do something else as well. Like so, it's there'll always be surprises in the season. I think we'll compete with the other 11 teams about the spots from hopefully from 2 till 6, 7, 8, whatever. But the main thing for us is that we need, like Chilo said from the beginning, our goal of course is to be in the top 6 and get those 5 games in the end. That's the main thing, and then we will see, and hopefully we'll be in the semi-final at the cup at that time as well. Then we can look on something really good and something fun. But it's a really equal league, and I think one of the 3 teams coming up will surprise us, and maybe also 2 of them, because you can see now. I think Yverdon has bought 9 players in the last week since the new owner on Monday. So it's like. And we know all Lausanne has a lot of money as well. Like so, at the end of the day, what is going to happen in this league? That's I think that's the fun part, because nobody knows, and even you are experts, or you should be experts anyway. You try to be experts, yeah, exactly. And even it's really to make a prediction. It's really going to be difficult for all of us. But and how important is that you have consistency. How important it is to buy new players. We'll see. Hey, the main thing. I think it's going to be really equal league and a fun league, and I think it's going to be exciting with the new modus as well, because there's a lot of new things we have to deal with. Maybe we're going to get a one less home game or 2 less home games, whatever. But the end of the day, it's a part of football, and as long as everybody understands it outside as well, that in the last 5 games it's all come down to one thing, and that's going to be who's going to be champions, who's going down. And I think that's going to be fantastic for Swiss football. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, du erwartest schon Liebe auf die Jungos auf Platz 1. What I saw last year, but again, we saw in the Champions winning season as well. EB had a lot of European games. So anything can happen. I will never say never. In football, you shouldn't. But what I saw from the level last year, I think how many points did they win with? 20 points? I don't know, 18 points, something like that. That should say us all something, you know. But again, they looked good last year, but not unbeatable. Jawohl, Mischi. Wenig Wechsel in der Mannschaft. Eine gute Vorbereitung, man darf etwas erwarten vom FC Zürich, jetzt in der Startphase. Yeah, of course. Also man erinnert sich an die letzte Saison eben noch. Da warst du noch nicht da. No, but of course, but at the end of the day, we will do everything we can to start well. We have a home game, but it's always difficult with like somebody coming up. If we are not there 100%, we will lose. That's how the Swiss league is. So that's how it is. And then we go to Genf afterwards, and then the week after. So all games is the same. But we are aware that we are going there to go and smash people. No, we can't say that here. If we are going to do everything we can to win. Yeah, that's probably better. Yeah, we'll do everything we can to win. And I think that is the most important thing. And we have a good team. I think we have a really good team. We have a good team that is built together. They know exactly what to do. They're a good group. We are maybe a little bit too many in the group right now. I think we are 30 players, 29, 30 players in the group. Maybe we should go a little bit down. But other than that, of course, we expect a lot from ourselves. And I think we are the ones who expected more than you guys, actually. So I think that's really important that we look inside ourselves and come out and see what we're capable of doing. Chilo hat vor einem Jahr schon geschwärmt, ist vielleicht ein großes Wort von Santini. Und er ist immer noch auch nach einem Jahr überzeugt von ihm. Bist du auch annähernd so überzeugt von ihm als Mittelstürmer? In this system we are playing now, I think it will be easier for him than in the system we played last year. But again, it's up to Santini. Hey, like everybody else, I play with the best players, so I don't care what their names are. It's not important to me. It's important that they go out there, they express themselves in their best way, they do their best every time, and then it's up to Santini to take the chances he gets.
Last year he got a chance in Basel and he only played 8 minutes. And of course that's a part of the history. But I can see how hard he's working in training. And when you do that in training, then you will get games. And I think that's the most important thing that everybody knows and everybody understands, especially in the group of the players I have, that we can only show, we can talk and talk and talk. But in the end, it all comes down to reality. It all comes down to performances. It all comes down to what we show on the pitch. And right now, Santini has done well in the preseason. He has been injured for half a year, and of course that takes on an old body. He's not that old, but he's old in football-wise. He's 34 years old. So we'll see how when he's 100% fit to score goals, and I think he's capable of doing it. But it's up to him. Albert, ja. Stichwort Santini. Santini ist vermutlich einer der stärksten Kopfballspieler, die jetzt in dieser Meisterschaft spielen. Was hast du für Vorstellungen, wie und welche Spieler ihn mit Flanken füttern sollen? Ansonsten kann er keine Kopfballtore schießen. No, but I think I don't know if I understood your question right, but I'll try to say something anyway. I think we have a lot of potential to score goals in the box, and also Santini. We have a lot of wingers, even though you maybe don't think so, but we have a lot of wingers who can actually play it in there. Santini is a really good striker to get in there. Tushin is really good with the head. Ukita, we have Donis, we have Afrier, we have Nils. We have Bruner, we have a lot of players who is wingers that can actually do a job for us in that sense, that can actually deliver the balls into to Santini and into Tushin and Juni for that matter, because they are all strong. Those three players we have as central strikers right now are really strong, and then we have Labinot, who is a young player, who is number 4. But to have 3 real strikers, last year we were struggling a little bit with the system because Ukita was playing as a striker, and he's more a winger. Tushin was playing as only a number 9, or he is a number 9, but he was actually playing as 2 strikers, and he should maybe have played as a lone striker. And then we have Tonino, who was playing, or Marquezano was playing as a number 10. So now we have changed a little bit around, so we can play with a false 9, or we can play with a tall guy up front who can actually take the ball down with Santini, for example, or Juni. In that matter, so we have a lot of possibilities. So we've changed around to get more possibilities to score, which is the most important thing. And that can be deliveries, that can be assist runs, that can be anything. But I think that will become Santini really well, that we have so many possibilities to get the crosses. I think everybody saw Donis before he went to Hartberg, and before I came as well, because he actually scored a few goals before I came. And then all kind of things happened, but and then he went to Hartberg and he did really well there as well. So I think we got a new player. I think he's a new player as well, because he had to adapt. He came straight from Africa and has been to a lot of international tournaments, competitions and things like that. So now he's been training a lot with us. So I actually think we have a lot more possibilities now, striking wise or wingers wise, than we've had before. And that's why I'm confident that we will score goals. And all of them has shown they can score. Donis has shown it, Afre has shown it, Tushin has shown it, Marquezano has shown it, Ukita has shown it before. So I'm confident that we will score goals. I probably wasn't that last year all the time, but now it looks. I think it looks fun. Tönt doch einen Luxuskader. Ja. I shouldn't say it in front of him, you know. I should never say that in front of him. Hey, it's actually stupid. I'm really sorry. I take everything back. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ja, Matthias? But it can be Tosin is away 2 weeks or 3 weeks, then you have to pile up the team in the striker team new. But that's a part of football, and we know that, and that's what we are prepared on, and that's also why we are talking about that we need to get someone in, because maybe I understand that we have a player that maybe we can't keep because he's that good,
He's shown us that last year. What I saw of him, he's class, top class striker. So in that sense, of course, that's a part of the where we are in the group. Like there's Man City and then there's the rest, But it's like that, and that's how it is. And of course, we are prepared on that. But again, like I said, Juni is a young one. We saw him last year as well. It will suit him better to play as a number 9 than as 2 strikers, as we saw in Basel. He was struggling a little bit there. And then Afri, he can actually play a 9 as well. Maybe it's going to be more like a false 9, and he falls a little bit down, and then he can still go deep. So we have possibilities. But again, to make pressure on the president, we need, of course, if Tusin is going, we need somebody else in as well. But when I listen to you, you have 5 number 9s. Yeah, we have many. I can play as well. But we actually have possibilities, and that's why I'm not afraid, because if we didn't have possibilities, I would be more worried about if somebody went or something happened. But I'm really confident in the players we have because we have so much quality. We just have to build the right puzzles and find the right positions for the players that we have, because the quality is there. Also nochmal, ich wiederhole das auch gerne. Wir haben sicher mehr Spieler als auch schon, die Goal machen können. Und zwar Mittelfeld, links, rechts, vorne. Ich erinnere mich auch an die Zeiten, wo sogar Guardiola gesagt hat, ich will nicht mit einem Neuner spielen, sondern ich habe mein System und dann müssen einfach andere Spieler die Goal machen. Oder? Also von dort her, ich bin da auch zuversichtlich, dass wir das eine oder andere Goal werden schiessen nächste Saison. Aber Guardiola hat die Champions League erst gewonnen mit den 9. Das stimmt, ja. Also ich wollte ja nicht so zurücksetzen als... Das stimmt. Aber eben, wie ich auch schon gesagt habe, Haaland ist ein bisschen außerhalb von unseren Möglichkeiten. Also ich glaube, jeder setzt den 9er, wenn er da Haaland hat. Das ist schon so. Ja. Eine Frage stellt Gilles, ganz ein anderes Thema. Das Interview mit dem Gurovic, das du gegeben hast. Wie weh tut es dir eigentlich, wenn du musst sagen, quasi im Stadtteil einem anderen Fußballclub, dass die besser nicht das Zelt bei einem Stadtfest machen? Das ist eigentlich eine unglaubliche Sache, wenn man es so nüchtern betrachtet. Ja, weißt du, wenn man das alles könnte so nüchtern betrachten, wäre vieles einfacher. Oder? Aber die Situation ist nun halt einfach einmal so, dass es eine gewisse Rivalität gibt und dass einfach nur immer einseitig da den FCZ-Fans zuschieben, da bin ich nicht damit einverstanden. Oder? Es läuft im Hintergrund vieles, was vielleicht auch nicht bekannt ist. Und nochmal, ja, ich bleibe dabei. Ich meine, man muss doch irgendwo eine Risikoabwägung machen. Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Wir haben auch schon Haufen Sachen machen und haben gesagt, nein, es ist vielleicht gescheiter, wir machen es nicht, oder? Weil wir nicht irgendwie ja, für sagen, provozieren. Punkt. Also da, bei dieser Aussage bleibe ich, aber da muss jeder selber wissen und entscheiden, was sie machen, oder? Da kannst du einen Kollegen fragen, da recht von dir, er hat das Interview gemacht. Er hat immer die kritischen Fragen gestellt, oder? Aber immerhin eine geile Fotos haben wir gemacht. Was? Geile Fotos, das war gut. Wenigstens ein Foto. Ja, der Foto ist gut. Vor allem hast du es jetzt auf Front. Gut, haben wir noch Fragen, oder? Gut. Dann freuen wir uns auf den Saisonstart. Wir sehen uns am Sonntag im letzten Grund. Danke vielmals. Ja, danke. Merci, danke.